Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute meine Einzimmerwohnung in München. Los geht's! Ich bin Clara, ich bin Fotografin und jetzt sind wir auch schon in meinem kleinen Flur. Nebenan ist das Badezimmer. Das war relativ unspektakulär beim Einzug. Ich habe versucht, es ein bisschen mit grünen Akzenten und Holz aufzupeppen. Und da waren so alte Fliesen mit Blumenmuster, die habe ich überklebt mit einer Folie, damit es moderner ist. Und jetzt gehen wir aber weiter in meinen Schlafbereich. Hier sind wir jetzt in meinem Schlafbereich. Das Bett ist in einer kleinen Nische vom Raum. Das ist super praktisch. Ich bin echt froh, dass es die Nische gibt, weil das Bett echt perfekt reinpasst, wie als ob es schon immer da stünde. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ganz viele Kissen. Mehr ist mehr. Und wenn Freunde da sind, kann man das Bett auch super als Couch benutzen. Wie ihr auch sehen könnt, dominiert hier die Farbe Grün. Die Wand habe ich nämlich mit einem Akzent versehen. Ich wollte eine ruhige Farbe, damit man auch ein bisschen runterkommt abends. Und Grün ist außerdem meine Lieblingsfarbe, deswegen passt es ganz gut. Und dann habe ich eben noch die Bilderrahmen hingehängt. Die Bilder habe ich selber gemacht. Die habe ich eben teilweise im Urlaub gemacht oder auf Fotowalks und habe es dann noch ein bisschen aufgelockert mit natürlichen Materialien, also ein paar Pflanzen, Blättern, weil ich eben auch sehr die Natur mag und das passt ganz gut zu mir. Um noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinzubringen, habe ich mir so Lampen aus Bast besorgt. Die eine hier oben ist zum Beispiel auch von Westwing. Ich habe dimmbare Glühbirnen und die können auch die Farbe ändern. Das macht so ein bisschen abendliche Stimmung. Zu dem Nachttisch gibt es noch eine kleine Geschichte, weil das ist eigentlich gar kein Nachttisch. Das ist ein Pflanzenhocker. Den habe ich von meinem Papa bekommen und weil eben nichts Größeres reingepasst hat, habe ich den da hingestellt und noch ein bisschen mit der Schnur abgegradet, damit ich noch eine Ablagefläche dort habe. Und hier drüben ist mein großer Kleiderschrank. Der bietet nicht nur Platz für meine Klamotten, sondern auch für alles andere, was man irgendwie verstauen muss. Staubsauger, Wäschekorb, irgendwelche Kisten mit anderen Sachen, Fotoequipment, da ist wirklich alles drin. Den habe ich gebraucht gekauft, 8 Stunden aufgebaut mit Freunden, dann davor noch 3 Stunden abgebaut und der ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Ich habe ihn auch schon umgezogen und den werde ich auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Dann haben wir hier noch meine wunderschöne Truhe, die ich auch gebraucht gekauft habe. Das ist auch nochmal extra Stauraum für mich. Ohne die wüsste ich nicht, wo ich das ganze Zeug hier hin tun würde in dem kleinen Raum. Dann haben wir noch einen riesengroßen Spiegel. Der bringt noch ein bisschen Licht, öffnet den Raum noch ein bisschen. Und hier hinter dem Koffer habe ich meine ganzen Kabel versteckt und den WLAN-Router, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Viele praktische Aufbewahrungshelfer für kleine Wohnungen findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt gehen wir rüber. Hier sind wir jetzt in meinem Ess-Wohn-Alles-Bereich. Hier arbeite ich, hier esse ich, hier trinke ich Wein mit Freunden abends. Das ist wirklich der Bereich, wo nicht viel Platz ist, aber alles Platz hat. Und ganz besonders mag ich an dem Bereich die Lichterkette, die bringt so ein bisschen Gemütlichkeit noch rein. Und natürlich meine Pflanzen, weil ich Pflanzen liebe und die bringen auch noch mal ein bisschen Leben in die Wohnung rein und machen das alles ein bisschen gemütlich. Zu dem Sofa gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Wahrscheinlich fragt ihr euch alle, warum steht das Sofa am Esstisch? Aber es ist nun mal nicht viel Platz hier. Vorher stand da die Truhe, wo jetzt das Sofa ist. Und meine Mutter hatte noch dieses kleine Sofa eben im Keller stehen. Ich habe eine Decke drüber geworfen, damit es nicht so altbacken aussieht. Und hier drüben ist mein riesiges Regal. Das dient natürlich als Stauraumfläche und für Dekoartikel, aber auch als Raumtrenner. Das grenzt dann auch nochmal den Raum zwischen Wohn-Ess-Bereich und Schlafbereich ab. Außerdem ist es ein guter Sichtschutz. Was ganz Besonderes habe ich hier noch. Das ist nämlich ein Fotobuch aus Nairobi. Das habe ich selber gemacht mit Bildern, die ich dort geschossen habe, als ich da eine Schule mitgeholfen habe aufzubauen.
Meine Wohnung ist zwar sehr klein, aber ich habe zum Glück einen riesigen Balkon, für Stadtverhältnisse riesig. Und der rettet mich im Sommer ein bisschen, weil es wirklich teilweise draußen kühler ist als drinnen. Und den zeige ich euch aber später. Jetzt gehen wir nämlich erstmal in die Küche. Und hier habe ich noch einen kleinen DIY-Hack für euch. Und zwar, wenn ihr einen Topf habt, der nicht so schön ist, dann könnt ihr einfach ein bisschen Papier drum wickeln oder Stoff oder Backpapier, was auch immer. Und dann sieht das Ganze gleich wieder besser aus. Jetzt sind wir in meiner kleinen Küche, klein aber fein wie der Rest der Wohnung, aber sie hat immerhin eine Tür. Das war mir sehr wichtig, damit die ganzen Dämpfe nicht in den Wohnraum und vor allem in den Schlafbereich kommen. Ich habe ein bisschen Stauraumprobleme hier gehabt, deswegen habe ich mir überlegt, die Wand zu nutzen und noch ein paar Regale angebracht. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier eine Lücke in meiner Küche habe. Das kommt daher, weil da eigentlich der Kühlschrank stand und den habe ich hier in die Ecke gestellt, damit ich hier noch ein bisschen Arbeitsfläche habe. Und meine Mutter hatte zum Glück noch diese Küchenplatte zu Hause, die farblich und von der Größe her genau darauf passt. Und wenn ihr eine Idee habt, wie ich diese Lücke hier noch kostengünstig und einfach ausbauen kann, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Jetzt sind wir auch schon auf meinem Balkon. Ich bin wie gesagt sehr froh, dass ich ihn habe, vor allem im Sommer, weil man hier einfach schön draußen sitzen kann. Ich mache hier auch oft Yoga, wenn es mir drin zu heiß ist. Und ich habe hier noch ein paar Pflanzen für die Bienen angepflanzt. Ich habe auch im Winter ein Vogelhaus hier hängen. Und da drüben der Bambus schützt mich so ein bisschen vor den Blicken, wenn er mal gewachsen ist. Und in die Ecke hier kommt noch eine Lounge-Ecke rein, damit ich mit meinen Freunden im Sommer draußen sitzen kann. Ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut doch gerne in der Playlist vorbei und abonniert den Kanal. Ciao!